Wahrscheinlich hast auch du dich schon einmal dabei ertappt, dass sobald du irgendwo sitzt und einen Moment Zeit für dich hast, sei es zu Hause, auf der Couch, im Zug oder im Wartezimmer, als erstes der Griff zum Handy folgt. Aber wie oft reflektierst du für dich selbst, wem du deine freie Zeit und dein Gehör schenkst? Täglich sind unsere Augen und Ohren einer Dauerbeschallung durch Social Media, Werbung und Nachrichten ausgesetzt. Unsere freie Zeit am Tag ist durch unsere Arbeit und unsere Alltagsroutine begrenzt. Genauso verhält es sich mit dem mentalen Freiraum in unserem Kopf, den wir jeden Morgen wieder aufs Neue beginnen zu füllen, wenn wir schon kurz nach dem Aufwachen wieder das Handy in die Hand nehmen und abwesend durch das Internet scrollen. Die meisten Menschen sind so sehr mit dem stetigen Scrollen beschäftigt, dass sie gar nicht realisieren, wie sehr sie sich ihrer eigenen, kostbaren Zeit berauben. Wenn wir nicht bewusst selektieren, was wir zulassen, von unseren Augen gesehen und von unseren Ohren gehört zu werden, nehmen wir immer mehr unnötigen Gedankenballast in Form von Bildern und Worten in uns auf, der uns die Sicht auf das Wesentliche in unserem Leben erschwert. Wenn wir abends vor dem Schlafengehen noch im Internet surfen, das Handy neben dem Kopfkissen ablegen und am nächsten Morgen vor dem ersten Kaffee damit weitermachen, unseren Fokus auf lustige Reels auf Instagram oder negative Schlagzeilen in den Nachrichten zu richten, verlieren wir schnell den Fokus dafür, unser eigenes Leben in eine positive Richtung zu lenken. Ein Großteil der Menschen setzt sich nicht mit den schwierigen Fragen an sich selbst auseinander, die uns dazu auffordern, unsere Lebensweise zu hinterfragen und immer wieder als Persönlichkeit zu wachsen. Du wirst in deinem Handeln beeinflusst durch die Gedanken, die du jeden Tag denkst. Und diese Gedanken kannst du bewusst steuern. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu pausieren und zu reflektieren. Überlege dir genau, was du in deinen Kopf lässt, damit es dir Energie gibt, anstatt sie dir zu rauben. Unsere Generation ist die mit dem größten Zugang, um sich Wissen anzueignen, den es jemals gab. Was in unserer digitalen Welt, umgeben von Smartphones und Netflix, oft in Vergessenheit zu geraten scheint, sind die Menschen, die uns schon vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten durch ihre Weltsicht und ihre Weisheit bereichert und somit ein unsterbliches Erbe zurückgelassen haben. Die Kraft dieser Texte und Bücher kann uns in vergangene Leben zurückführen und die Vergangenheit greifbarer machen. Es gibt so viele inspirierende Texte der Philosophen und Gelehrten der Vergangenheit, die einem helfen können, Antworten auf die schwierigen Fragen des Lebens zu finden. Zum Beispiel können wir uns durch die Aufzeichnungen des Kaisers Mark Aurel, die heute als Selbstbetrachtung bekannt sind und die er ursprünglich nur für sich persönlich aufgeschrieben hat, um immer wieder sein Handeln zu reflektieren, in das Leben im 2. Jahrhundert nach Christus einfühlen. Oder wir können durch die Worte von Philosophen wie Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau, die herausfinden wollten, wie man ein gutes Leben im Einklang mit der Natur führt, unsere eigene Weltsicht überdenken und Antworten auf unsere eigenen innersten Fragen bekommen. Unsere Stunden jeden Tag sind genauso begrenzt wie das Leben selbst. Indem wir uns durch die Worte der Menschen, die das Leben bereits gelebt haben, inspirieren lassen, kann uns das helfen, unsere Gegenwart besser zu verstehen und herauszufinden, was es ist, was wir uns für unser eigenes Leben wünschen. Wir können uns nicht nur vom stetigen Fortschritt der Technik mitreißen und uns davon vereinnahmen lassen, sondern selbst wachsen, indem wir die Lehren für ein glückliches Leben in unser eigenes integrieren. Du bist der Architekt deines eigenen Lebens. Deshalb achte darauf, dass du die Auswahl der Dinge, die du konsumierst, mit einer tieferen Intention triffst.
und diese mit dem Menschen zusammenpassen, der du im Inneren und Äußeren sein möchtest. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.